Guten Morgen aus Hoi An, der vielleicht schönsten Kleinstadt in ganz Südostasien. Es ist jetzt morgens kurz nach 7 und ich bin hier gerade mit dem Fahrrad in die Altstadt geradelt, weil es jetzt nämlich noch nicht ganz so heiß ist und weil man jetzt auch noch das Markttreiben beobachten kann. Also es ist ganz typisch, dass die Leute hier früh aufstehen und dann irgendwie auch schon morgens ganz viele ihrer Erledigungen machen. Da nehme ich euch gleich mit hin. Und dann zeige ich euch natürlich in diesem Video, was ihr hier in der Stadt auf gar keinen Fall verpassen solltet. Denn es gibt hier wirklich Dinge, die sind völlig ungewöhnlich, so Sightseeing-mäßig. Es gibt hier Schneider, die euch die schönste Kleidung maßanfertigen für total bezahlbare Preise. Schuhmacher, die euch die schönsten Schuhe zaubern. Hoi An ist auch die Stadt der Laternen und Lampignons. Das heißt, zum Abend hin ist dann die ganze Stadt wirklich magisch erleuchtet und auch das zeige ich euch natürlich. Und dann, das war mir überhaupt nicht klar, liegt Hoi An ja auch nur so 3-4 Kilometer vom eigentlichen Strand entfernt. Das heißt, dass man hier auch super entspannt mit dem Fahrrad oder auch mit dem Roller an den schönsten Strand fahren kann, den ihr euch so vorstellen könnt. Also wirklich strahlend weißer Sand, türkisblaues Meer, super nette Strandcafés. Auch das zeige ich euch selbstverständlich im ersten Teil des Videos. Und im zweiten, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, zeige ich euch mal, wie es eigentlich ist, hier so zu leben für längere Zeit. Denn ich bin ganz ungeplant jetzt für 3 Wochen hier und habe jetzt in der Zeit natürlich auch so ein bisschen mitbekommen, wie es ist, als digitale Nomadin, als Expat hier wirklich zu leben, also hier so den Alltag mitzubekommen und zeige euch mal, was hier so die Logistik, die Strukturen sind, die das Leben hier auch wirklich so angenehm machen und auch wie so mein Eindruck ist vom Leben der Vietnamesen. Das ist natürlich ein ganz persönlicher und auch nur das, was ich jetzt hier so mitbekommen habe, aber auch den teile ich sehr gerne mit euch im zweiten Teil. Je nachdem, was jetzt also für euch relevanter ist, nutzt gerne die Kapitelmarken hier unten und springt gleich dahin. Das ist ja völlig legitim und ansonsten wäre das Video auch vielleicht ein bisschen zu lang für euch. So, jetzt aber erstmal ab auf den Markt. Follow me out down to the bay. Forget all the worries when you're with me. Let every wave gently kiss away some of the hardness from those brief yet gloomy days. We give you our mess. We're so blessed to have you anchor our hearts and give us a fresh start. Wilderness, we've come for you. We'll misbehave, stay up till late, share all our secrets as we let go. No more illusions, no more standing still. All of fusion. Hoi An hat je nach Quelle zwischen 75.000 und 100.000 Einwohnern und liegt im Mündungsdelta des Song Thu-Bon am südchinesischen Meer. Die Stadt war ehemals der größte Hafen in ganz Südostasien, gelegen an der Seidenstraße. Weil der Hafen aber im 18. Jahrhundert zunehmend versandet ist, fiel die Stadt quasi an Bedeutung zurück, ist daher aber auch so erhalten geblieben, wie man sie heute sieht. Außerdem ist es die einzige Altstadt, die im Vietnamkrieg unversehrt geblieben ist und deshalb schon seit 1999 UNESCO-Weltkulturerbe. Das Besondere an der Altstadt ist diese Mischung aus ganz unterschiedlichen Einflüssen, sowohl asiatischen als auch europäischen. Also die französischen Kolonialherren haben da ihre Spuren genauso hinterlassen wie die Niederländer, die Portugiesen, die Chinesen und die Japaner. Und diese Mischung macht die Stadt eben so sehr besonders.
Wegen ihrer ockerfarbenen Fassaden wird Hoi An auch die gelbe Stadt genannt und ist unheimlich beliebtes Fotosetting. Also man sieht wirklich an jeder Ecke Menschen, die sich fotografieren lassen in ganz unterschiedlichen Kontexten und sie ist einfach auch wunderschön. So, inzwischen ist es 8:30 und ich habe jetzt so richtig Frühstückshunger. Und auch das ist eine Sache, die in Hoi An total zur Lebensqualität beiträgt, denn es gibt so viele großartige Cafés mit allen möglichen Optionen. Also man bekommt europäische, westliche Gerichte, es gibt ganz tolle vegetarische Sachen, aber es gibt natürlich auch richtig, richtig gute vietnamesische Restaurants. Ich bin jetzt hier ganz kurz entschlossen in einem kleinen Café, das heißt 25s, 25, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch dazu sagen würde. Und schaut mal, es gibt bei mir nicht nur einen richtig tollen koffeinfreien Cappuccino, sondern auch, das ist Sauerteigbrot mit Erdnussbutter und karamellisierten Äpfeln. Keine Ahnung, ob das jetzt so das passende Frühstück ist, aber ich habe da richtig Lust drauf. So, dieses Apfelbrot hat übrigens super lecker geschmeckt und ansonsten bekommt man natürlich, ihr seht das hier schon, wirklich die tollsten Sachen und die Cafés sind auch richtig, richtig gemütlich. Eine unserer Lieblingslocations ist übrigens das iVegan. Das ist so eine kleine lokale Kette. Da gab es auch in Hanoi schon ein Café davon, in dem wir wirklich sehr gerne waren. Und was ich ganz besonders schön finde, ist, dass das iVegan sich zum Konzept gemacht hat, wirklich ganz viel regionale Produkte zu verarbeiten. Also das sieht man in ihrem Café so überall. Ja, und dann, was man in Hoi An auf jeden Fall essen muss, ist Khao Lao. Ich schreibe euch das hier mal hin. Es ist üblicherweise ein sehr fleischlastiges Gericht. Ich habe jetzt hier eine vegetarische Variante. Das Besondere sind die Nudeln, die in so einem ganz besonderen Wasser gekocht werden. Und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, und so gut gestärkt kann man dann ja auch noch ein bisschen Kultur ab. Es gibt verschiedene Museen in Hoi An. Das, was mich jetzt am meisten beeindruckt hat, ist dieses hier, das ihr hier seht. Das ist eine Mischung aus Museum und Galerie. Und zwar die Galerie eines super bekannten Fotografen, Rean, ein Franzose, der als einer der Top-Porträtfotografen der Welt gilt. Und ich finde auch zu Recht. Und in seinem Museum hier hat er so traditionelle Kleidung der indigenen vietnamesischen Völker gesammelt und ausgestellt, um die einfach zu bewahren, zu ehren, diese Traditionen auch weiterhin zu zeigen und dann eben verbunden mit so ganz, ganz tollen Porträts. Also der Eintritt ist kostenfrei und ich finde, da kann man wirklich sehr gut mal einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Ja, und dann kommt man natürlich wirklich nicht vorbei an diesen ganzen Ledergeschäften, gibt's an jeder Ecke. Und am Ende konnte ich dann irgendwie auch nicht mehr anders und habe zum einen mal meinen Rucksack reparieren lassen. Das war irgendwie ganz dringend nötig. Und jetzt hat er einen tollen Boden aus Leder, der, glaube ich, jetzt den für den Rest seiner Tage auch noch leben lässt. Und ich habe mir tatsächlich auch 2 Paar Schuhe machen lassen. Das eine ist so ein bisschen schicker, wenn ich mal was brauche für so offiziellere Anlässe. Und ich habe, das seht ihr jetzt hier, dieses ähnliche Paar im Regal gesehen und fand das irgendwie ganz schön. Nur die Farben habe ich noch so ein bisschen abgewandelt. Und dann habe ich mir einmal diese sehr bequemen Sandalen machen lassen und habe da insgesamt für alles zusammen, ich meine, ungefähr 50 € bezahlt. Also das finde ich jetzt klasse und man kann sich wirklich auch Leder aussuchen. Also es ist ein bisschen so wie bei der Kleidung auch. Es ist so viel Auswahl und man kann da alles machen lassen. Ja, speaking of Kleidung. Es gibt ganz verschiedene Varianten. Einmal, das seht ihr hier, gibt es eine riesengroße Markthalle, in der bestimmt 30 unterschiedliche Schneider arbeiten. Und da kann man sich eben aus dieser Vielzahl an Stoffen dann das raussuchen, was man gerne hätte. Dann gibt es so Lookbooks, da findet man wirklich also alles,
sind diese dicken Bücher, die ihr da irgendwie auf dem Tisch sieht. Und dann nähen einem da die Damen die Sachen wirklich innerhalb von 1, 2 Tagen. Und alternativ kann man natürlich auch in eine der zahlreichen Schneidereien gehen, die es so im Ort gibt und sich dann da die Sachen anfertigen lassen. Also insgesamt glaube ich, ist einfach wichtig, dass man schon eine ganz gute Vorstellung hat, was man eigentlich will, bevor man da reingeht, weil ansonsten wird man wirklich erschlagen. Und ich zeige euch nachher im zweiten Teil des Videos auch noch, was ich mir so habe schneidern lassen. Ja, und genauso wie es wirklich an jeder Ecke Schneider- und Ledergeschäfte gibt, gibt es natürlich auch diese Laternengeschäfte und man kann da seine eigene Laterne bauen. Das haben wir jetzt auch mal ausprobiert. Okay, erste Challenge ist Stoff aussuchen, sind wir jetzt schon dran gescheitert. Gibt so viel. Jedenfalls nicht so leicht, wie man so denken würde. Okay, also ehrlich gesagt habe ich mir das jetzt hier überwiegend geholt, weil die Schlange da so lang war und ich dachte, ich probiere das mal aus. Für 18.000 kann ich da jetzt nicht allzu viel falsch machen. Das ist ja so lecker. Das ist ja so lecker. Das ist irgendwie Kräutertee, aber da ist auf alle Fälle auch Zimt dran und was Süßes und was Zitroniges. Das schmeckt mega. Ich glaube, ich gucke gleich zu Hause erstmal, was es jetzt eigentlich ist. Aber wenn ihr hier seid, kann ich so 100% empfehlen. 100%. Pünktlich zum Sonnenuntergang bereiten sich dann wirklich im gesamten Hafenbereich alle vor auf das Highlight des Tages, nämlich so diese frühen Abendstunden, in denen da wirklich ein Leben in die Gegend kommt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also den ganzen Tag über ist das eine relativ verschlafene Ecke und man ist da zum Teil irgendwie auch ganz alleine. Aber spätestens zum Sonnenuntergang kommen zum einen ganz viele Tagestouristen und auch jeder, der ansonsten, glaube ich, irgendwie nur kurz in Hoi An ist. Und dann sind natürlich die Fahrten auf diesen Lampignon-Booten total beliebt. Und es ist auch wirklich schön. Also man kann das nicht anders sagen. Das ist schon irgendwie ganz besonders und so ein bisschen romantisch und verzaubert und magisch und sieht einfach auch traumhaft aus. Ja, und natürlich haben wir das auch einmal ausprobiert und haben uns da so ein kleines Boot gemietet. Das kostet 3 Euro pro Person für so eine ungefähr 20-minütige Fahrt. Also ist jetzt auch keine Rieseninvestition und haben dann auch eine kleine Laterne ins Wasser gelassen mit guten Wünschen. Das ist so das Traditionelle, was man machen kann in Hoi An, was dann eben Glück bringen soll oder was auch immer man sich da halt so wünscht. Und es war eine wirklich richtig schöne Erfahrung. Es ist jetzt gerade Mitte, Ende Mai bzw. Anfang Juni in der Zeit, in der wir hier sind und es ist
heiß. Also das ist was ihr unbedingt im Hinterkopf behalten müsst. Hier sind wirklich jeden Tag so zwischen 30 und 36 Grad und auch nachts kühlt es nicht wirklich ab. Also nachts sind hier auch noch fast 30 Grad, so irgendwie 26 bis 30. Das heißt, was man natürlich am allerbesten machen kann in der Zeit ist, an den Strand zu gehen. Und Hoi An liegt wirklich, also ihr habt es ja schon gesehen am Anfang, in diesem großen Mündungsdelta am Meer und man fährt von der Altstadt so 3-4 Kilometer an den Strand. Man kann da super gut einen Grab nehmen und zahlt irgendwie nicht mal einen Euro, wenn man sich da so einen Roller nimmt. Man kann natürlich auch mit dem Fahrrad fahren. Und dann sind wir hier zuerst mal an den An Bang Beach gegangen. Ich finde, das ist auch mit einer der schönsten hier in Hoi An und man hat diese ganz typischen Kokosboote, ja, und einfach traumhaftes Wasser. Ja, und zusätzlich findet man in relativer Nähe zum Strand ganz süße Cafés, die ganz klein sind und zum Teil aber wirklich auch eine richtig tolle Philosophie haben. Also was so irgendwie regionale Küche angeht und Nachhaltigkeit und die machen einfach großartige Sachen. Also guckt euch das mal an und das sieht nicht nur so klasse aus, es schmeckt wirklich auch noch so. Und auch das finde ich, macht es natürlich ganz besonders nett. Wir sind dann für 3-4 Tage auch an den Strand gezogen, also haben uns dann da so ein kleines Homestay gesucht. Das seht ihr jetzt hier und das war einfach total süß für einen super bezahlbaren Preis mit einem schönen Pool, den wir auch gerne genutzt haben, irgendwie abends noch. Und ja, ganz dicht zum Strand. Also mit dem Fahrrad irgendwie eine Minute, zu Fuß so 3, 4. Da kann man es schon auch aushalten. Weil Hoi An und die umliegenden Dörfer ja, wie gesagt, in diesem riesengroßen Flussdelta liegen, gibt es da natürlich auch ganz viele kleine Wasserstraßen und auf denen gibt es dann wiederum ganz viele Angebote mit diesen typischen Basketboats zu fahren, also mit diesen Korbbooten oder auch Kokosbooten genannt. Und es gibt da verschiedene Anbieter. Es gibt ganz viele große, die dann schon mehr so partymäßig unterwegs sind, mit so 30, 40 Leuten, also mit so großen Gruppen und die dann auch irgendwie so laute Musik dabei haben. Das wollte ich jetzt nicht so gerne. Deswegen habe ich bei Google Maps geschaut und da einfach so ein ganz kleines Familienunternehmen rausgesucht. Und mit dem waren wir auch wirklich total glücklich. Wir machen eine Kokosnussboottour und es ist völlig erstaunlich, dass die Dinger wirklich fahren. Diese kleinen, also hier ist Nussschale wirklich angebrachter als jemals zuvor. Es fühlt sich wirklich an wie eine halbe Kokosnuss. Größer ist es nicht. Aber wir haben einen total netten Fahrer, den Onkel von der Besitzerin von dem Bootsverleih. Ich glaube, sie haben genau 2 Boote oder so. Haben auch nur einen Onkel, wie es scheint. Total schön. Warte, ich filme dich. So, jetzt hat Lotti auch noch einen Hut auf. Moment, es geht los. Das ist legendär, Schatz. Bitte? So festgehalten für die Nachwelt. Zum einen ist es total schön, da einfach so ja, über die kleinen Kanäle zu schippern. Ihr habt es gesehen, ich durfte dann irgendwie auch mal ein bisschen selbst mit paddeln. Also eines der weiteren Highlights ist allerdings das Krabbenfischen. Denn natürlich gibt es da überall Krabben, kleine und große. Und eigentlich soll es total leicht sein, mit so einer Angel, an der dann irgendwie ein bisschen Fleisch dranhängt, ich glaube Hühnchen bei uns, die Viecher da rauszuholen und dann nur aus Spaß quasi irgendwie einmal in einen kleinen Eimer zu tun und sie dann halt noch hinterher wieder rauszulassen. Also Krabben angeln, aber das war echt nicht so einfach. Also entweder haben wir uns da nicht so richtig geschickt angestellt, aber wenn wir dann irgendwie mal eine hatten, dann hat die immer gleich wieder losgelassen. Wir hatten trotzdem Spaß. Also keine Krabbe ist dabei zu Schaden gekommen. Das kann ich sagen. Wir haben sie ja gar nicht erst gefangen. Und es war irgendwie echt eine sehr nette Nachmittagsaktion.
Ja, und zum Abschluss der Fahrt hat unser Fahrer dann noch gefragt, ob wir auch dieses berühmte Spinning einmal mitmachen wollen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen. Bei Instagram gibt es da auch ganz viele Reels dazu und so, wo er dann also dieses Boot einmal ganz schnell dreht. Und wir dachten natürlich todesmutig, das machen wir jetzt mal. Das war jetzt, also es war völlig okay, aber uns war hinterher ganz ordentlich schwummerig. Genau, ihr seht das ja hier. Mir schon ganz schwindelig. Oh, mir ist auch ganz schwindelig. Okay, reicht auch wieder. Mein Fazit ist, dass man das auf alle Fälle machen kann. Es ist ja auch wirklich nicht teuer. Und ich würde es aber, wenn irgendwie möglich, immer mit so einem kleinen Familienunternehmen eher machen wollen, als mit so einem großen Tourenveranstalter. Also wir hatten mit dem Onkel da wirklich unseren Spaß. Okay, ich glaube, dass man in Hoi An ganz gut Urlaub machen kann, das glaubt ihr mir jetzt alle. Aber wie ist es hier tatsächlich auch länger zu leben? Ähm, Diejenigen, die vielleicht so die letzten Videos geschaut haben, fragen sich bestimmt, was wir jetzt hier überhaupt so lange machen. Dazu nur ganz kurz, nachdem wir in Hanoi waren, sind wir in die Halong Bay gefahren, so wie geplant, da dann aber krank geworden, alle beide, Lotti und ich. Und zwar so sehr, dass wir gesagt haben, also wir können diese Höhlenwanderung, die wir eigentlich geplant haben, nicht machen, weil wir dafür einfach nicht kräftig genug sind. Die Halong Bay selbst hat uns jetzt auch nicht so wirklich beeindruckt. Und dann sind wir hier nach Hoi An gekommen. Und in Hoi An haben wir uns einfach wieder erholt. Das ging jetzt bei Lotti ein bisschen schneller als bei mir, so dass Lotti schon mal weitergefahren ist und ich beschlossen habe, einfach noch hier zu bleiben und ein bisschen zu arbeiten. Immerhin bin ich ja jetzt irgendwie auf dem besten Weg hier, digitale Nomadin zu werden, so richtig. Und genau für Menschen wie mich, also für digitale Nomaden, für Experts würde ich sagen, bietet Hoi An unheimlich viel. Das eine ist, dass man hier wirklich super günstig leben kann. Also ganz allgemein sind die Preise so, dass man sich das auch im Vergleich zu anderen südostasiatischen Ländern super gut leisten kann. Dann habe ich hier dieses traumhafte Homestay gefunden. Ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal so ein paar Bilder ähm, davon. Und es ist nicht das Einzige. Also man findet hier wirklich in Hoi An selbst und auch um Hoi An herum, denn ich bin jetzt ja hier so ein bisschen außerhalb, so viele schöne Unterkünfte für wirklich wenig Geld. Das ist ein Traum. Und ich finde es großartig, mit dem Fahrrad überall hinfahren zu können. Also ich bin jetzt hier so 2 Kilometer weg vom Stadtzentrum. Es ist alles total grün, die Luft ist sauber. Das ist jetzt in Vietnam auch nicht überall so. Und ich kann also ganz leicht mit dem Fahrrad alles in 20 Minuten erreichen. Ich finde, das ist auch ein Stück Lebensqualität, wenn das so ist. Dann, was natürlich unheimlich wichtig ist, sind gute Möglichkeiten, hier zu arbeiten. Also mal abgesehen von meinem Balkon hier, den ich liebe, gibt es in Neuerahn ganz viele Cafés mit super guter Internetverbindung, zum Teil sogar als Workspace auch ausgeschrieben. Also da findet man dann irgendwie auch andere digitale Nomaden. Und es gibt einfach super schöne Cafés, die habt ihr jetzt ja schon gesehen, auch im ersten Teil, wo man toll essen und trinken kann für nicht so viel Geld und dann so ganze Tage in diesen Cafés zu verbringen, zwischendurch vielleicht mal einen kleinen Spaziergang in der Altstadt zu machen und dann wieder weiterzuarbeiten. Das ist schon richtig nett. Also das habe ich jetzt hier auch gemacht die letzten 2 Wochen und finde, das ist auch eine richtige Lebensqualität, die man so damit gewinnt. Ja, und dann Dienstleistungen. Es gibt hier natürlich lauter so Minimärkte und inzwischen habe ich aber auch ein paar größere Geschäfte entdeckt, in denen man dann auch so europäische Lebensmittel kaufen kann, wenn man da mal Lust drauf hat. Also wirklich Brot und Käse und weiß ich nicht, Hafermilch, was man vielleicht so haben will, Wurst auch, ne? Das ist so das eine. Dann großes Thema Schneider. Ich habe ja im ersten Teil schon so ein bisschen gezeigt, wie das funktioniert. Also es gibt hier Schneider wirklich ja an jeder Ecke. Und ich habe jetzt das Glück, in meinem Homestay eine Schneiderei mit dabei zu haben und einfach quasi morgens noch in Schlappen einmal meine neuen Sachen anprobieren zu können und dann wieder so hoch zu gehen. Ich habe mir jetzt hier 4 Sachen insgesamt machen lassen. Das Oberteil hier ist eins davon und dann noch 3 Kleider und habe insgesamt mit dem Stoff ein bisschen über 100 € vielleicht bezahlt und es sind Leinenkleider und ich finde die super schön
Und ich brauchte jetzt einfach solche Sachen und nicht nur meine übliche Backpacker-Kluft, um mich hier auch auf meine Selbstständigkeit vorzubereiten und ein Fotoshooting zu machen für meine Website. Und auch das, der Fotograf war jetzt absolut bezahlbar. Ich zeige euch gleich mal so ein bisschen die Fotos, die dabei rausgekommen sind. Und auch der Friseur, zu dem ich gegangen bin, um mir irgendwie davor die Haare so ein bisschen hübsch machen zu lassen. Unglaublich. Also ich habe dafür für Waschen und eine tolle Kopfmassage und dann fürs Föhnen irgendwie 6,80 € bezahlt und war da total glücklich mit und fand, es hat super ausgesehen. Also das ist irgendwie so eine Sache, die natürlich das Bild dann auch runder machen, finde ich. Ja, insgesamt ist es einfach eine kleinere Stadt. Es ist alles gut erreichbar. Man findet sich hier auch so schnell zurecht. Das macht, finde ich, irgendwie auch ganz viel aus, wenn man nicht in so einem riesigen Gewusel so erstmal ist. Und die Mentalität der Menschen. Also das sage ich jetzt am Schluss, aber es soll überhaupt gar nicht das Letzte sein, was mir hier wichtig ist. Die Mentalität der Menschen hier ist so, dass ich denke, hier kann man wirklich auch sein. Die Leute, finde ich, sind viel offener als zum Beispiel in Hanoi. Das sagen die Menschen hier in Hoi An auch selbst, dass sie das wissen, dass es irgendwie in Hanoi anders ist. Sie sind offener, sie trauen sich auch mehr Englisch zu sprechen, wenn sie es dann können. Und ansonsten kommt man auch irgendwie mit so einem Google-Übersetzer auf dem Handy so ganz gut zurecht. Und sie sind irgendwie, finde ich, auch so lebensfroher und irgendwie aufgeschlossener insgesamt. Und es macht es mir jetzt viel leichter, hier auch in Kontakt zu kommen. Und dann, das ist so eine Sache, vielleicht so ganz allgemein, die ich euch noch mit erzählen wollen würde, ist es so, dass natürlich die Menschen hier ärmer sind im Vergleich zu Deutschland. Also der Lebensstandard ist ganz klar ein anderer. Und ich glaube insbesondere die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, also die Reisbauern zum Beispiel, das ist nicht zu vergleichen mit uns, ganz klar. Und körperliche Arbeit ist noch viel mehr ein Thema. Ich habe so den Eindruck, Industrialisierung ist in dem Bereich hier noch nicht so angekommen oder Leute können sich einfach gar nicht das leisten, hier mit großen Maschinen zu arbeiten. Vielleicht geht das auch auf den Reisfeldern nicht, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Auf alle Fälle ist es noch ganz viel wirklich harte Arbeit. Die Frauen, die da auf dem Markt unterwegs sind mit ihren Karren und ihren schweren Körben und so, das ist was ganz anderes. Und was ich aber erlebt habe, ist, dass hier ganz viel in Gemeinschaft stattfindet. Also man sieht wirklich morgens, mittags und abends regelmäßig Menschen in großen Gruppen zusammen auf der Straße sitzen und essen und reden und lachen. Und das ist irgendwie was. Das ist, finde ich, anders als bei uns. Es gibt es bei uns nicht so. Und das ist aber irgendwie ganz schön. Also es macht so den Eindruck, dass die Menschen trotzdem auch nicht unzufrieden sind mit ihrem Leben. Also die wuseln nicht irgendwie alle so unglücklich vor sich hin, sondern haben trotzdem so ein ganz schönes Lebensgefühl. Ja, also das alles, to put it in a nutshell, führt dazu, dass ich hier 3 Wochen Hoi An, Leben in Hoi An, total genossen habe und auch definitiv wieder hierher kommen möchte. Also das ist so ein Plan. Abgesehen von Bali habe ich jetzt hier also in Hoi An einen Ort gefunden, den ich wirklich total lebenswert finde. So, als nächstes geht's für mich nach Siem Reap in Kambodscha, um mir da gemeinsam mit Lotti, da treffen wir uns dann nämlich wieder, Angkor Wat anzuschauen. Das wird die letzte große Station dieser Reise, bevor wir dann Mitte Juni zurück nach Deutschland fliegen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, um da noch mit dabei zu sein. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann hoffe ich sehr, dass jetzt nichts mehr dazwischen kommt und wir uns als nächstes aus Angkor Wat sehen. Bis dahin, alles Liebe.